Heute auf der S-Bahn. Hallo, ich will auf den Harzer Hexenstieg und hätte gern das Stempelheftchen. Ja, natürlich. Ich Dann danke sollt ihr Ihnen. auch nicht mehr Gepäck mitnehmen, als Sie brauchen. Ja, das wandert den nächsten Papierkorb, dafür ist zu schade. Ja, ich habe es auf der großen Karte drauf. Machen wir es lieber ein bisschen nachhaltiger. Genau darum geht's. Brauchen Sie eine Quittung? Nee? Okay, alles klar. Einen schönen Tag noch. Dann Ihnen auch, ja. Danke. Viel Spaß, ne? Ja, danke. Tschüss. Hallo und diesmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, denn ich bin auf dem Harzer Hexenstieg in Osterode und jetzt bin ich am direkten Einstieg in den Weg. Genau dieser Pavillon ist der Ausgangspunkt der Wanderung. Also ich gehe heute los den Harzer Hexenstieg, bin jetzt gerade hier an der Information in Osterode und dann geht es weiter. Übernachten werde ich in Bundenbock, das sind so 12 Kilometer. Dann geht es weiter an Altenau vorbei bis nach Torfhaus. Dort übernachte ich morgen im Schullandheim. Dann geht es auf dem Goetheweg weiter bis auf den Brocken rauf und dann wieder weiter über 3 Annenhohne bis nach Königshütte. Dort werde ich als nächstes übernachten. Prinzipiell bin ich hier auf den Spuren zweier großer deutscher Dichter unterwegs. Der eine ist Heinrich Heine mit seiner Harzreise. Köstlich geschrieben, sehr gut gelesen. Ich tue dir mal den Link von YouTube unten rein, wo man sich das Hörbuch anhören oder runterladen kann. Und der andere ist der Johann Wolfgang von Goethe. Da gibt es aber später mehr dazu. Früher haben die Frauen Kiepen hier rauf und runter getragen, bis zu 40 Kilo schwer. Runter Wolle, Garn, Holz und Holzwaren, Briefe und Informationen und rauf zu nach Clausthal, Altenau, Wildemann, Schwarzpulver, Gewürze, Schwarzpulver zum Sprengen für die Berge, Getreide, Obst, Gemüse und Bier für die, die Untertage gearbeitet haben. Wow, 40 Kilo. Wenn du mal hier vorbeikommst. Das war es eben gerade nicht. Ich probiere es noch einmal und dann gebe ich auf hier. Gucken wir mal. Schnupp. Schnupp die ab. Schief. Egal. So, bleib da. Das kippt. Okay. Der ist fest. Ja. Okay, ich bin doch nicht so schwach. Weiter geht's. Yay. Aber macht Spaß. Ich hoffe, dass die nächsten Tage das Wetter ein bisschen kühler wird. Bin ich nicht böse. Erstens, weil ich die warmen Klamotten mit habe. Und zweitens, weil das gerade bergauf, bergab. Und ein paar Höhenmeter haben wir hier schon.
angenehmer ist. Okay, auf zum Eselsplatz. Da müsste meine erste Stempelstelle sein. Für die Wandernadel vom Harzer Hexenstieg. Das letzte Mal war hier noch mehr Wald. Aber nun ja. So ist es halt. Wo der Wind zuschlägt. Video überwacht. Ach, hier haben die früher Pause gemacht, oder? Verbindungsweg Goslar-Osterode seit dem 13. Jahrhundert. Okay. Steht das Netz voll mit Informationen. So, Stempelstelle, Eselsplatz. Da ist er. So, gucken wir mal. Stempelstelle 983 Eselsplatz. Eselsplatz, Stempelstelle Nummer 140. Eselsplatz. Hallo? So, ersten Stempel haben wir. Ja, sieht zwar nicht so sehr schön aus. Ich würde das Geduldswald nennen. Weil der Wald fordert jetzt unsere Geduld über mindestens 20, 30 Jahre, würde ich denken. Das da unten, was da glänzt, die Hütten, das ist übrigens Osterode. Die Stelle kann ich mich noch gut erinnern. Die sah das letzte Mal ein bisschen anders aus. Da war dieser Rahmen noch komplett. Ja. Aber ein bisschen Himmel haben wir noch, ein bisschen blau. Schön mit Wolken, so wie ich es mag. Nice. Hexenstieg, Buntenbock. Hexenstieg, Buch. Gibt es hier etwa den nächsten Stempel? Hätte ich den verpennt, wa? Nee. Das ist bloß das. Gut, das tun wir heute nicht. Habe ich mich das letzte Mal eingetragen. Wer war alles hier? Ei. Aha. Am Anfang ziemlich euphorisch. Wahnsinn. Und dann aber nach dem Eselsplatz, das zieht sich. Schon der Wahnsinn. Ja, ich bin heute mal wieder mit den Öffis gefahren, weil, ganz ehrlich, sind sowas um die 400 Kilometer, 2 Stunden ICE. Das Ticket, das ich vor 2 Wochen gebucht habe, inklusive ICE, Sitzplatzreservierung, also diese 4 Euro, hat mich 27 Euro gekostet. 27,90 oder so. Eine Strecke. Rückstrecke wieder. Schaffe ich mit dem Auto nie. Weil ich dann trotzdem noch irgendwann mit dem Zug wieder zum Auto muss. Völlig irrwitzig. Und außerdem, ja, bin ich der Meinung, wenn es machbar ist, leiste ich meinen Beitrag dazu, das Ganze ein bisschen runterzukochen. Heute gehe ich bis Buntenbock. Dort habe ich bei Holl und Boll habe ich mein Bett gebucht mit Frühstück, weil mir das hier jetzt zu dieser Jahreszeit und die Temperaturen, die zu erwarten sind, draußen schlafen. Nö, tun wir nicht. Erstens gehe ich ein ganzes Stück durch den Nationalpark und
Das wird verdammt teuer. Das wird, glaube ich, teurer als mein Zelt. Und mein Zelt war schon über 700 Euro. Also, nee, muss man nicht machen. Und an ein paar Spielregeln, denke ich, sollte man sich halten. Und damit dieser Nationalpark noch weiter existiert und noch eine ganze Weile für meine Kinder, Enkel oder wen auch immer da ist, sollte man da ein bisschen Verstand walten lassen. Jo, das Ganze ist aufgeteilt in 5 Touren. Heute, wie gesagt, von Osterrode bis nach Buntenbock. Morgen von Buntenbock bis nach Torfhaus. Da habe ich mich in die Jugendherberge eingemietet. Bin ich auch gespannt. Dann geht es von Torfhaus über den Brocken bis eigentlich Dreiannenhohne, aber ich gehe ein bisschen weiter bis Königshütte. Da gibt es einen Wasserfall. Gibt es dann das nächste Mal was dazu. Und von Königshütte geht es dann über den Köhlerpfad nach Altenau und am letzten Tag durch das schöne Bodetal bei wahrscheinlich dem schlechtesten Wetter bis nach Thale und dort fährt dann späten Nachmittag mein Zug wieder zurück. Mit diesem Zug, das ist natürlich eine tolle Sache. Mir sind heute ein paar Dinge aufgefallen. Als erstes in Nürnberg auf dem Bahnsteig, wo der ICE losgefahren ist, gab es noch 3 Mülleimer. Die Sitzgelegenheiten halten sich in Grenzen. Und alles, wirklich alles, von der irgend so einer Box über die Sims von den Geländer oder alles Schrägen und entweder Edelstahl oder polierter Stein. Also die wollen nicht, dass die Leute ihre Kaffeebecher überall stehen und liegen lassen oder ihr ganzes Geraffel. Geht nicht. Demzufolge, muss ich sagen, war der Bahnsteig sauber. Welch Wunder. Also es scheint zu funktionieren. Die Leute schmeißen das nicht einfach so hin. Das fand ich interessant. Und noch eine Sache, die kannte ich nicht, vielleicht kennst du sie ja. Man kann jetzt, wenn man mit dem ICE fährt, online einchecken. Man kann das einen Tag vorher machen. Beziehungsweise ich habe es direkt im Zug gemacht. Und kann man da bestätigen, dass man drin ist und sein Ticket somit entwerten. Und hat den Vorteil, dass rein theoretisch der Zugbegleiter, vormals Schaffner, blendet die Sonne, nicht mehr das Ticket kontrollieren muss. Weil der bekommt die Meldung, auf welchem Platz wer online eingecheckt hat. Das ist alles. Bequem. Kann man durchschlafen, wird man nicht mehr geweckt. Wenn man denn müde ist und schlafen will oder ungestört sein will, arbeiten muss oder was auch immer, sich in Ruhe einen Film angucken will, ohne dass man da gestört wird. Finde ich eine gute Sache. Tolle Geschichte. Ich habe natürlich Sitzplatz reserviert, was in diesem Fall ziemlich gut war. Aber einen Tag vorher, 2 Tage vorher, bekomme ich von der Bahn eine Mail. Ich kann für 9 Euro auf die erste Klasse upgraden, inklusive Sitzplatzreservierung. Jetzt hatte ich aber schon einen reservierten Sitzplatz, also macht für mich keinen großen Sinn. Aber das nächste Mal für 9 Euro sitze ich erste Klasse. Es ist wesentlich ruhiger, wesentlich entspannter, weil man viel mehr Platz hat. Und die 9 Euro, das sind 3 Tassen Kaffee, wa? Sind es noch so viel? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wissenswerte Sachen heute. Wieder was dazu gelernt, eine ganze Menge. So, und jetzt gehen wir weiter. Also, wie du siehst die ganze Zeit, das Bild ändert sich nicht. Aber es ist trotzdem schön. Für mich ist wichtig, draußen zu sein, zu laufen, sich in der Natur zu bewegen. Ja, so sieht es nun mal aus. Ist immer noch besser als irgendwie, sei mal nicht böse, so ein Naherholungsgebiet mit 3.500 anderen am Sonntagnachmittag. Nee. Hier, mir kamen vorhin 2 Wanderer entgegen. Als ich am Mangelhalber Tor war, kamen die von der anderen Seite. Und ansonsten ist hier niemand. Es ist ja auch Montagnachmittag. Mein persönlicher Luxus. So, ich melde mich nachher nochmal. So ein kleines Fazit, denke ich. Jetzt sollten es noch so 2 Kilometer sein. Viel mehr nicht, 2,5 hat man vorne anstehen. Stand da vorne
Siehst du dieses wunderbare, diesen schönen Weg. Ja. So ist es. Jo. Bis später. Jetzt bin ich gleich an meiner Unterkunft. Machen wir kurz das Fazit für die Etappe. Das GPS hat ein bisschen gesponnen. Ich glaube, da sind 2 Kilometer zu viel drauf, weil das ist immer innerhalb von Sekunden hin und her marschiert. Naja, egal. Sollten so 12, insgesamt vom Bahnhof vielleicht 14 Kilometer, was ich drauf habe, oder 15. Dann ist gut. Ich bin jetzt so insgesamt bis zu meiner Pension 2 Kilometer vom Harzer Hexenstieg runter, ist aber relativ einfach zu laufen. Wie ich bereits gesagt habe, alles so schöne Waldautobahn. Kaum jemand unterwegs. Jetzt waren wieder ein paar in der Nähe von Ortschaften, ist das natürlich gut. Ja, mit den Ausschilderungen, eigentlich geht's. Es gibt ja genügend Tracks irgendwo im Internet, die kann man sich aufs Handy ziehen, beziehungsweise aufs GPS-Gerät, je nachdem, was man nutzt. Und dann funktioniert das. Also mit ein bisschen Verstand findet man immer wieder auf den Weg zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Jo, das Wetter hat sich gut gehalten. Da oben, da bin ich gerade runtergekommen. Drei Stunden war ich unterwegs, gute 3 Stunden von Osterode. Ja, morgen geht es wieder rauf. Auf den Weg sollten was über 20. Ja, mit wieder zurück auf den Weg vielleicht 22, 23 Kilometer bis nach Torfhaus sein. Und dann mache ich die nächste Pause. Ja, mir geht's gut. Bin froh, dass ich wieder draußen bin. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Konntest mich begleiten. Ich hoffe, du hast die Zeit genommen. Und ansonsten, ja, sollte es das für heute gewesen sein. Rest, die anderen Tage, lassen wir uns überraschen, was das noch wird. Ich habe keine Ahnung. Also die Wegstrecke wird sich verändern zum Juni 2019. Da sich der Weg teilweise durch Windbruch und solche Sachen geändert hat und weil ich zumindest eine Etappe komplett anders gehen werde. Aber dazu alles später mehr. Ja, Fazit für heute, schön war's. Und jetzt mache ich mir einen gemütlichen Abend, werde mich duschen, freue mich schon drauf. Und du, ja, bleib gesund, pass auf dich auf, bleib neugierig, bleib mir gewogen und geh ab und zu vor die Tür. Tschaußen, dein Olli. Hau rein. Thank you.